Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Titel für heute. Noisy Rabbit, der wilde Hüpfer für den Amiga. Noisy Rabbit ist ein temporeiches Arcade-Spiel von Rob Smith Dev für den Commodore Amiga, das klassische Spielprinzipien neu interpretiert. Irgendwo zwischen Pac-Man und purem Adrenalin. Ursprünglich im Rahmen der Revision 2025 veröffentlicht, belegte es dort den 8. Platz und sorgte in der Retro-Community für Aufsehen. Das Ziel klingt einfach. Sammle Ostereier, weiche Spinnen aus und halte dich in Bewegung. Doch Noisy Rabbit fordert volle Konzentration, denn stehen bleiben ist nicht erlaubt. Wer eine Pause einlegt oder zu lange zögert, riskiert das virtuelle Leben des Hasen. Selbst ein Screenshot während des Spiels kann zum Game Over führen. Ein augenzwinkernder, aber konsequenter Designkniff, der Spannung erzeugt. Die Karotten auf dem Spielfeld dienen nicht nur als Gimmick, sondern bringen dem Spieler kurzzeitig einen besseren Überblick. Ein Hauch von Strategie inmitten des hektischen Gameplays. Trotz seiner einfachen Grafik punktet das Spiel durch charmante Pixeloptik, flüssige Animation und eine durchdachte Steuerung. Es läuft auf allen Amiga-Systemen mit mindestens 1 MB RAM. Inklusive Quellcode für Bastler und einem praktischen Trainingsmodus. Noisy Rabbit ist eine Hommage an die Arcade-Ära, modernisiert für Retro-Hardware. Es bringt Humor, Spannung und Oldschool-Feeling in perfekter Dosierung. Wer auf klassische Highscore-Jagd steht und den Amiga liebt, findet hier einen kleinen Geheimtipp, der sich nicht verstecken muss. Den Download für das Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Es kann auf itch.io hier heruntergeladen werden. Wie immer an dieser Stelle gilt, wer es herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit entsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Eiersuchen. Nächster Titel: Trolls and Tribulations. Ein unterschätzter C64-Plattformer mit Köpfchen. Ja, Trolls and Tribulations erschien 1985 für Apple II, C64 und Atari 8-Bit-Systeme und stammt von Jimmy Hui, der später unter anderem an der Originalversion von Shantae für den Game Boy Color arbeitete. Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Trolls, um durch die Kanalisation zu ziehen und Schätze zu bergen. Visuell nutzt das Spiel die Fähigkeiten des C64 nur bedingt, überzeugt aber mit charmant designten Gegnern und witzigen Details wie sich öffnenden Totenkopftüren. Die Musik ist schlicht, aber stimmungsvoll, angeführt vom Titelstück March of the Trolls. Die Soundeffekte passen hervorragend zum Spielgeschehen. Spielerisch bietet Trolls and Tribulations 2 Phasen pro Level. Zunächst ein klassisch wirkender Arcade-Abschnitt, in dem Gegner mit Wasserkanonen getroffen und als Eier entsorgt werden müssen. Diese Phase erinnert an Titel wie Mario Bros. Oder Burger Time. Die Kanone hat nur begrenzte Munition, die an einem bestimmten Punkt nachgeladen werden muss, ein zusätzliches taktisches Element. In der zweiten Phase wird das Spiel zum Jump and Run mit Fokus auf Erkundung. Ziel ist es, Schlüssel zu finden, um den Levelausgang zu erreichen, während Gegner plötzlich unbesiegbar werden. Die Spielfigur bewegt sich dabei streng rasterbasiert. Jede Eingabe entspricht genau einem Feld. Diese ungewöhnliche Steuerung wirkt zunächst einschränkend, eröffnet aber ein hohes Maß an Präzision und bringt Puzzle-Elemente ins Spiel. Genau hier liegt die Stärke des Titels. Was wie eine Einschränkung wirkt, wird zum kreativen Kernmechanismus. Spieler müssen geschickt planen, Sprünge timen und Wege finden, um Hindernisse zu überwinden. Ein intelligenter Mix aus Plattform und Denkspiel. Obwohl es nie die Bekanntheit großer Genre-Klassiker erreichte, bleibt Trolls and Tribulations ein clever designtes Spiel mit ungewöhnlichem Ansatz und charmanter Umsetzung. Die Lernkurve ist steil, doch wer sich auf die Steuerung einlässt,
wird mit einem einzigartigen Spielerlebnis belohnt. Ein Fan-Remake aus dem Jahr 2017 in 16-Bit-Optik für Windows bringt das Spiel übrigens in modernisierter Form zurück, inklusive verbesserter Grafik, Original-Gameplay und liebevoller C64 Easter Eggs. Wir kommen zum letzten Titel für diese Folge, Gilbert Goodmate. In regelmäßig unregelmäßigen Abständen zeige ich euch hier auch immer wieder mal Spiele, welche leider nie das Licht der Welt erblickt haben. Heute ist mal wieder so ein Spiel an der Reihe und es ist eines, welches durchaus eine hohe Aufmerksamkeit hätte erreichen können. Es handelt sich um das Spiel Gilbert Goodmate, alias Gilbert Goodmate and the Mushrooms of Pungoria von Crystal Interactive. Ein unveröffentlichtes von Monkey Island inspiriertes Grafik-Adventure für den Amiga, das später auf dem PC erschien. Die Jungs von Games That Weren't haben mal wieder gute Arbeit geleistet und dieses Spiel für die Nachwelt konserviert. Das Spiel erschien 2001 für den PC, sollte aber auch für den Amiga erscheinen. Das Spiel begann ursprünglich als ein Hobbyprojekt im Jahr 1996. Es wurde damals von Alive Mediasoft aufgegriffen, bevor es dann von Crystal Interactive mit Plänen für eine Veröffentlichung im Jahr 1998 in die Entwicklung aufgenommen wurde. Das Spiel wurde aber Opfer des schwindenden Amiga-Marktes zu dieser Zeit und so wurde der Fokus auf die PC-Version verlagert. Veröffentlicht wurde es dann von Fast Track Software. Es ist nicht klar, ob die Amiga-Version auch nur annähernd fertiggestellt wurde, obwohl es glücklicherweise gelungen ist, eine Demo-Version aufzutreiben, die ihr mit dem Link in der Videobeschreibung auf der dortigen Seite herunterladen könnt. Es ist ein früher Einblick in die vielversprechende Entwicklung mit einigen grundlegenden Interaktionen, welche man ausführen kann. Im Mai 2025 hat einer der damaligen Entwickler, Daniel Edfeld, online über den Titel gepostet und einige seltene Screenshots von der Amiga-Version veröffentlicht, die bisher noch nicht zu sehen waren. Ja, es gab Pläne für 35 bis 40 schön handgezeichnete Orte, 15 bis 20 Pro-Tracker-Module, mindestens 4000 Einzelbilder an Animationen, digitalisierte Sprache für jeden Charakter, der im Spiel vorkommt, eine sehr intuitive Benutzerschnittstelle, Nahaufnahmen von bestimmten Objekten im Inventar und, was vielleicht am wichtigsten ist, eine wirklich unterhaltsame Geschichte. Warten wir mal ab, ob es eines Tages vielleicht noch eine vollständige Version geben wird. Wenn nicht, kann sich ja jeder mit der PC-Version die Zeit vertreiben. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, wenn ihr einen Blick auf die mögliche Amiga-Version riskiert. Ja, und das war der Retro Newsflash für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit einigen Updates versorgen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich dann wiederum freuen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin macht's gut. Ciao.